Herzlich willkommen zu 1000 PS TV, hier von Almeria mit einem extrem leibenden Vergleichstest BMW S1000RR gegen BMW S1000R, also das bayerische Superbike gegen den bayerischen Stier, und zwar schon in der 2017er Konfiguration, Euro 4. Da sind wir, glaube ich, die Ersten, die diesen leibenden Vergleichstest durchziehen dürfen, und ermöglicht hat uns das BMW Motorrad Testcamp Almeria. Einfach ein Gedicht, und jetzt werden wir schauen, wie diese beiden Granaten fahren. Bis bald, Freunde! So, jetzt sind wir zurück von einer wirklich scharfen Fahrerei. Gewaltig, was los war in den spanischen Bergen. Und jetzt haben wir natürlich schon sehr, sehr gute Fahreindrücke. Mit was fange ich an? Ich fange an mit der S1000RR, weil mich das wirklich überrascht hat. Ich habe mir gedacht, na, das wird mir in den Bergen nicht so wahnsinnig gut taugen, und es hat mir irrsinnig taugt. Ich meine, das ist unglaublich toll gewesen, und ich meine, wenn ich kurz diese Sitzposition demonstrieren darf, es ist ja wirklich das bayerische Superbike. Es ist eine Rennmaschine für den extrem engagierten Rennfahrer, für den Hobby-Rennfahrer natürlich auch, aber es geht eben, es reicht bis ganz oben, dass diese Maschine ausreichend ist. Und trotzdem ist es so, dass man damit auch im Bergland wirklich super fahren kann, weil die Sitzposition im Gegensatz zu dieser A90 Racer gestern, man sitzt relativ knapp am Lenker, das heißt, es streckt dann nicht so wahnsinnig drüber. Das heißt, wenn man jetzt wirklich extrem flott fahren will, muss man sich ordentlich hineinbeugen, und auf dieser Racer, dadurch, dass du so weit hinten sitzt, hängst du da schon so drauf, ganz normal, und das ist im Alltagsbetrieb relativ mühsam gewesen, und auf dieser Doppel-R war das eigentlich fantastisch. Das ist ja sowieso, das muss ich immer sagen, wer ein Supersportler gewohnt ist, na, der fährt überall damit gut, und der kann das gar nicht verstehen, dass die Leute sagen, das ist so eine unbequeme Sitzhaltung, weil es ja in Wirklichkeit keine unbequeme Sitzhaltung ist, sondern wenn du dich daran gewöhnt hast, ist es einfach ganz mächtig. Und durch den Bergland heute haben wir ein bisschen eine schnellere Route gehabt, das muss man auch sagen, es war nicht ganz so eckert wie gestern mit die A90-Modelle. Und da ist es dann schon sehr, sehr gut, und was halt das extrem vereinnahmende ist, ist dieses Gefühl fürs Vorderrad, wie das einlenkt und wie das die Linie haltet. Ich meine, das ist unfassbar. Das ist eigentlich ein Gedicht und, muss man sagen, eine Meisterleistung im Serienbau. Das ist, ja, Supersport at its best. Ansonsten muss man natürlich sagen, diese gewaltige Motorleistung, von der hat man natürlich nicht wahnsinnig viel, weil du im freien Land kommst selten über 8000 Umdrehungen. Außer du willst jetzt auf der Geraden auftragen und diese Gänge austragen. Was aber eigentlich auch in Wirklichkeit kontraproduktiv ist, weil auf der Geraden schnell fahren tust, auf der Rennstrecken und möglicherweise auf der Autobahn, aber im freien Land ist einfach, selbst da in Spanien, einfach nur, wie soll ich sagen, es ist halt extrem riskant, dass die dort außerpflücken, und du hast in Wirklichkeit keinen Genuss davon. Und du weißt ja nicht, so wie wir gestern erlebt haben, irgendwo hast du dann auf einmal so eine Ziegenherde, das, ja, da ist es gescheiter, du fährst nicht ganz so schnell und lass es dann in die Kurven krachen. Und insofern hat diese S1000RR heute diese überlegene Motorleistung, die natürlich erst jenseits von 10.000 Umdrehungen auftritt, weil bis dahin ist ja die gleich stark, die hat sie nicht ausspielen können. Und es war aber so, dass ich diesen Motor wirklich super gespürt habe. Das ist ein
wirklich leibender Vierzylinder. Ich muss sagen, das mit Euro 4 habe ich überhaupt nichts gemerkt, dass man da jetzt Abstriche machen müsste, dass es jetzt nicht mehr so schön am Gas hängt oder dass das jetzt vielleicht zu mager ist oder habe ich nichts gemerkt. Und auch beim Klang, diese Doppel-R hat auch einen wirklich leibenden Klang. Also wie der Kuckinger vorgefahren ist und ich bin hinten nachgefahren, das ist ganz, ganz herrlich. Und es ist aber nicht aufdringlich. Es ist ein ordentlicher Sound. Im Stand hast du sogar ein bisschen dieses Wolfsröcheln, was ich so lieb von einem Vierzylinder. Ja, und wenn du dann Feuer gibst, wenn du aufdrehst, dann hat es halt ja, diesen turbinenartigen, kreischenden Sound, aber in keiner Weise unangenehm. Und wenn du im Sattel sitzt, sowieso nicht. Also war mir das in keiner Weise zu laut. Ja, wie gesagt, um das Potenzial dieser Maschine auszuloten, muss man erstens auf die Rennstrecke gehen und zweitens muss ein anderer drauf sitzen wie ich, also einer, der wirklich fahren kann und ja, der auch Ahnung vom Rennfahren hat, vom echten Rennfahren, der kann diese Maschine an die Grenzen bringen, so einer wie ich nicht. Der kann sich einfach nur freuen, wie sensationell gut es funktioniert und wie wahnsinnig schnell man da in diese Berge herumrauchen kann und was man für ein gigantisches Gefühl fürs Vorderradl hat. Also da bin ich wirklich begeistert. Du fährst auf dem Anker, fährst eine dort in diese Kurven, lässt es dann eine und du merkst einfach, das fährt wie auf Schienen. Und selbst wenn du jetzt so Linienkorrekturen brauchst, die macht es auch, aber halt, es ist irrsinnig ruckfrei und es ist irrsinnig präzise und in keiner Weise nervös. Also hat mich, muss ich eigentlich sagen, restlos begeistert. Restlos begeistert. Und beim Bayerischen Stier ist halt so, das habe ich deswegen so genannt, das Motorrad, weil es hat natürlich zwei Hörner. Es hat eine unwahrscheinliche Gewalt. Und du musst natürlich mit dem Viech kämpfen. Weil du sitzt aufrecht oben und durch diese aufrechte Sitzhaltung hast halt, was mir natürlich sehr entgegenkommt und sehr taugt, du hast mehr Überblick, das ist unbestritten, du hast mehr Überblick wie auf einen Supersportler. Du tust da leichter mit dieser Blickführung und andererseits ist es aber so, nachdem du aufrecht oben sitzt, ist natürlich die Gewalt von dem Motor, die ist natürlich, kommt da jetzt subjektiv ungleich stärker vor, weil du eben nicht so nach vorgeneigt bist und weil das Vorderradl halt, weil es vorne halt gern ein bisschen leicht wird. Obwohl, und da komme ich jetzt schon zu den Änderungen 2017, der Lenker ist jetzt gummigelagert und jemand zuerst gedacht, ursprünglich haben wir gedacht, nein, ich weiß nicht, ob das gut ist, ein gummigelagerter Lenker. Du kriegst natürlich weniger Vibrationen in die Hände, aber du verlierst auch Lenkpräzision und das haben sie aber so gelöst, dass das mit den Vibrationen tatsächlich stimmt, aber dass ich jetzt nicht das Gefühl gehabt habe, ich habe da jetzt Lenkpräzision verloren. Also ich habe das Vorderradl sehr, sehr gut in der Hand. Natürlich nicht so gut wie auf der Doppel-R, aber das glaube ich liegt nicht an dem gummigelagerten Lenker, leicht gummigelagerten Lenker, sondern an der Sitzposition, einfach an der Sitzposition. Was mir sehr taugt hat, das hat er jetzt gekriegt, das ABS Pro, also das Kurven-ABS, das beste ABS, was es gibt, wo du in voller Schräglage ganz schwer reinzangeln kannst. Das ist natürlich super, wenn es sowas hat. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich bin im Dynamikmodus gefahren. Bei mir hat es dort im spanischen Bergland nicht ausgelöst. Das heißt, ich bin nicht über den Häfen gefahren, sondern es hat perfekt gepasst. Und habe aber für die Front nicht so ein gutes Gefühl gehabt wie auf der RR. Und das ist dann so, wenn du ein bisschen länger damit fährst, dann gewöhnst du dich an das wieder, bist auch mit dem Einlenkverhalten sehr zufrieden. Aber wenn du direkt umsteigst von der Doppel-R auf die S1000R, hast du das Gefühl, naja, so ganz harmonisch lenkt das nicht ein. Wie gesagt, das verlierst nach, weiß ich nicht, 10, 20 Kilometer ist das wieder weg und du bist eins mit dem Motorrad und denkst, das ist ja ganz leibend, wie das einlenkt. Und es ist dann auch so, dieses super präzise Kurvenverhalten von der S1000RR hat diese S1000R natürlich auch nicht. Du hast einfach ein bisschen mehr über diese aufrechte Sitzposition und den hohen Lenker, bringst ein bisschen mehr Movement ins Vorwerk und deswegen ist der Begriff bayerischer Stier nicht schlecht, weil man muss ein bisschen kämpfen damit. Wie gesagt, wenn das dein Motorrad ist und du hast kein anderes, wirst du denken, aber was redet der Trottel? Das lenkt doch unglaublich super ein und das ist doch unglaublich stabil und das finde ich in Ordnung und man kann mich da auch ruhig Trottel nennen. Ich würde aber trotzdem empfehlen,
um das nachzuvollziehen, einmal mit einer S1000RR zu fahren, dann wird man wissen, was ich meine. Auf alle Fälle ist es so, was jetzt noch neu ist an dieser S1000R, was unglaublich leibend ist, ist der Schaltautomat. Der Schaltautomat jetzt, ich weiß nicht wie das heißt, Schaltassistent Pro wahrscheinlich, wo du auf- und abschalten kannst ohne Kupplung, ein Traum. Das funktioniert wahnsinnig gut, das funktioniert butterweich und bringt auch beim Abschalten überhaupt keine Unruhe ins Fahrwerk. Das ist sensationell und nachdem es die Kupplung immer noch relativ schwergängig haben, ist das natürlich ganz super, weil den Unterarm entlastest und auf das Kuppeln eigentlich, ja, auf das kannst du husten. Und wenn man mal so einen Schaltautomat gewohnt ist, einen, der dermaßen brillant funktioniert, dann will man nicht mehr ohne Schaltautomat fahren. Das ist einfach echt was Leibendes. Das ist richtig sportlich, das ist so rennmäßig, das klingt auch wahnsinnig toll. Wie soll ich sagen, diese 5 PS Leistung, die der Motor jetzt dazu bekommen hat, die habe ich natürlich nicht gespürt. Ob das 160 oder 165 PS hat, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es Menschen mit einem extrem sensiblen, was weiß ich, was man da braucht, extrem sensible Menschen, die das spüren. Ich spüre es nicht, ob es 160 oder 165 PS hat. Aber was ich natürlich gemerkt habe, ist, dass das Ansprechverhalten nach wie vor brillant ist. Also Euro 4 hat dem Motor überhaupt nicht geschadet. Und was ich auch noch gemerkt habe, der Klang ist immer noch sehr, sehr leibend, aber er ist nicht mehr so extrem, wie er gewesen ist auf dieser S1000R. Und das war so, das hat ja viele Leute dann wirklich schon gestört, weil das einfach echt, das war fast schon penetrant, wie das geschrien hat. Und das schreit jetzt auch, aber nicht penetrant. Also es hat einen super Klang, finde ich. Wir haben ja da oben jetzt sogar diesen Agrapovic-Auspuff, aber es ist ja auch schon serienmäßig, gibt es das jetzt mit Titan und ich nehme an, der Klang wird sich nicht dramatisch verändern. Zumindest wird er nicht lauter sein als das. Und das war jetzt absolut super. Also insofern muss ich sagen, BMW hat es mit der Euro 4 grandios gemacht. Der Klang ist sogar besser, finde ich wirklich. Ja, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und das schreit der dermaßen und will ins Ohrwaschel rein, weil das hat ja hochfrequent geschrien, dann ist dir das unter Umständen gar nicht so angenehm. Und das da hast du einen richtig kernigen, leibenden Motorsound, aber nicht so aufdringlich. Das Vorwerk, ich bin es gefahren im Dynamikmodus. Das Vorwerk ist relativ straff gewesen, ist auch ein semi-aktives Vorwerk, ist aber schon sehr, sehr vertrauenerweckend und auch sehr präzise in Wirklichkeit. Sehr präzise. Sieht man davon ab, dass eben du beim Einlenken, dass du da ein bisschen anders fahren musst wie auf so einen Supersportler. Einlenken musst du ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, da musst du ein bisschen aufmerksamer sein. Du musst ein bisschen aufmerksamer sein und es ist auch so bei diesen Linienkorrekturen dann im Scheitel, wenn das notwendig ist. Also du siehst zum Beispiel einen nassen Fleck oder du siehst, da ist Schotter und musst kurz aufmachen und die Linie ändern, dann ändert diese Doppel-R, die ändert diese Linie, na, das ist ja so, na, ich kann das gar nicht sagen, also unglaublich präzise, ohne irgendeinen Aufwand und ohne irgendeinen Schlenkerer. Und auf der S1000R hast du bei diesen Linienkorrekturen, die fallen da natürlich auch sehr leicht, über den breiten Lenker geht es natürlich noch leichter, aber es wird ein bisschen unruhiger. Ja, und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, das war die Bremse. Beim ersten Biss, glaube ich, dass der Initialbiss nicht mehr so arg ist, zumindest hat er mich nicht gestört, in keiner Weise. Und ich habe diese Bremse am Kurveneingang wahnsinnig schön dosieren können. Um das abschließend zu beurteilen, wenn du ein Rennstreckenfahrer bist, dann führt kein Weg an dieser S1000RR vorbei. Da kommt ja dann oben der Bereich noch, wo die echte Leistung kommt. Dann ist es einfach das Nonplusultra zum Rennstreckenfahren, wird man einen wahnsinnigen Spaß haben und auf der Rennstrecke sitzt du sowieso irrsinnig kommod drauf. Da brauchst du ja diese geduckte Sitzhaltung, um diesen Winddruck auszuhalten. Und wenn du mehr ein Straßenfahrer bist, dann hätte ich jetzt a priori gesagt, man muss da unbedingt diese S1000R nehmen. Das sage ich jetzt nicht mehr. Also man kann sich auch für Straßenfahren diese S1000RR nehmen. Das ist ein brillantes Motorrad zum Straßenfahren. Eben
nicht unbequem, irrsinnig gut handzuhaben und macht natürlich was her. Es ist natürlich immer super, wenn das stärkste Superbike irgendwo abstößt. Das ist immer ein Traum. Und bei der S1000R so, die ist natürlich aufgrund ihrer Sitzposition und ihrer sehr bequemen Haltung natürlich ein bisschen ein angenehmeres Motorrad, trotzdem wahnsinnig stark, wahnsinnig kampfstark auch. Ist natürlich in der Stadt leibender zu fahren und hat aber auch eine echte Berechtigung auf der Rennstrecke. Auf der Rennstrecke ist natürlich, da muss man ein bisschen Kompromisse machen, hat man natürlich diesen wahnsinnigen Windschutz und man hat eben nicht diese extreme Vorderradorientierung, dieses wahnsinnig tolle Gefühl fürs Vorderrad, obwohl es super ist. Aber das hat man nicht, wie auf einer S1000RR und ja, trotzdem ist man mit dem richtig schnell. Und sie haben ja jetzt auch, das hätte ich jetzt fast noch vergessen, sie haben ja jetzt auch drinnen den neuen Rahmen von der S1000RR. Also früher war der alte Rahmen drinnen, dann hat es ja bei der S1000RR mal so ein Update gegeben mit der Schwingenaufnahme und so. Das ist jetzt bei der neuen S1000R, ist es eben dieser Rahmen. Und das habe ich jetzt draußen auf der Straße, habe ich jetzt keine großen Unterschiede gemerkt. Ich nehme aber auch, oder es könnte sein, dass es auf der Rennstrecke aber sehr wohl einen Einfluss hat. Und so gesehen sind beide Motorräder wirklich beeindruckend, wirklich Weltklasse. Und für mich persönlich eine große Erleichterung, dass Euro 4 diese beiden Maschinen nicht vernichtet hat, sondern im Gegenteil. Die stehen besser denn je da. Wirklich Weltklasse. Freunde, ich fahre jetzt weiter zur Kawasaki Ninja 650 und Kawasaki Z900. Der Herr Kuckinger, der fährt wieder zum Flughafen, setzt den Flieger, fliegt heim in die 1000 PS Zentrale. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Es war Weltklasse. Danke. Ciao, Baba.